Also, mein Name ist Marius Wölfling, bin Vertriebsleiter bei der BKR Ingenieurbüro GmbH. Wir haben 5 Niederlassungen in Deutschland, sind seit fast 35 Jahren am Markt. Vermessungsbüro, klassisches Ingenieurbüro. Und wir machen seit 20 Jahren Laserscanning. Wir haben ja Navis schon seit Jahren, sind wir am Verfolgen. Also da, wo es mit dem Trolley noch angefangen hat, haben wir den M6, glaube ich, war das damals, haben wir im Test gehabt. Der hat uns nicht ganz so überzeugt, aber als der VLX auf den Markt gekommen ist, haben wir gesagt, so jetzt probieren wir es nochmal aus. Waren eher skeptisch nach wie vor über die Datenqualität, aber wurden dann doch auch in der Testphase schon sehr überrascht einfach von der Qualität, von der Performance, von der Schnelligkeit, dass wir uns das Teil dann auch letztes Jahr gekauft haben. Und seitdem sind wir immer wieder aufs Neue überrascht, wie gut das Navis eigentlich ist, also der VLX, und welche gute Datenqualität es liefert. Ja, wir setzen den VLX jetzt auch in Projekten ein, wo wir noch gar nicht früher daran gedacht haben, das überhaupt einsetzen zu können. Also wir setzen es klassischerweise in der Architekturvermessung ein, aber auch für Bestandsaufnahmen im Außenbereich. Also tatsächlich, wie gesagt, machen wir seit 20 Jahren Laserscanning. Wir haben 8 Zoll und Fröhlich Laserscanner, terrestrische Laserscanner, und verbinden natürlich die terrestrischen Laserscans mit dem VLX oder umgekehrt. Ja? Also wir nehmen großflächig mit dem VLX auf und setzen dann die terrestrischen Scanner da ein, wo der VLX dann halt nicht mehr die Performance liefert. Also für Fassadenaufnahmen bei großen Gebäuden, wo einfach die Reichweite dann nicht mehr ausreicht, dann setzen wir einen terrestrischen Scanner ein. Aber Überhand nimmt tatsächlich jetzt der VLX. Natürlich, Ivan total begeistert. Also ist mittlerweile unser Standard-Viewer. Früher haben wir halt Viewer von Drittanbietern genutzt, ja, wo die Scannerhersteller auch geliefert haben die mitverkauft. Und seit wir eben das Ivan Core kennengelernt haben, ist das eigentlich State of the Art. Und die Kunden sind total begeistert davon. Ist ja relativ einfach bei Navis. Ja. Daten gehen rein, Knopf drücken und Daten wieder raus. Wir exportieren dann, wenn wir aus dem Ivan raus wollen, in E57 und gehen dann halt in die gängigen Formate wie Recap, um den Kunden das dann auch als 3D-Viewer schmackhaft zu machen.